In diesem Video geht es um den Umgang mit dem Taschenrechner, genauer um das Handling mit komplexen Zahlen und noch genauer um die Berechnung einer resultierenden Kraft. 4 unterschiedliche Ladungen sind im Quadrat angeordnet. Auf die Probeladung plus 2q unten links wirken von den anderen 3 Ladungen folgende Coulombkräfte. Von der Ladung oben links wirkt eine abstoßende Kraft, die unsere Probeladung nach unten drückt. Die Ladung oben rechts zieht unsere Probeladung an, genauso wie die Ladung unten rechts. Nennen wir die 3 einzelnen Kräfte F1, F2 und F3. Es geht nun darum, diese 3 Kräfte durch eine einzige zu ersetzen, der sogenannten resultierenden Kraft. Um die resultierende auf zeichnerischem Wege zu finden, würde man die Kräftepfeile aneinander hängen, ohne die Richtungen zu verändern. Die resultierende wäre dann ein Pfeil vom Anfang der Kette bis zur Spitze von F3. Auf die gleiche Weise macht man das auch rechnerisch, ist dabei allerdings genauer. Man braucht dafür nur eine Additionsmethode, bei der auch die Wirkrichtung der Kräfte berücksichtigt wird. Diese Methode liefert der Taschenrechner im komplexen Modus. Man kann in diesem Modus nicht nur die Beträge, sondern auch die Winkel der einzelnen Kräfte eingeben. In unserem Beispiel haben die Kräfte folgende Werte: F1 71,9 mN bei einer Wirkrichtung in 270 Grad, also nach unten. F2 gleich 35,95 mN mit der Wirkrichtung 45 Grad und F3 143,8 mN Wirkrichtung 0 Grad, also nach rechts. Das Ergebnis kann entweder als Betrag und Winkelangabe angegeben werden oder in XY-Form, der sogenannten Normalform. Wie das funktioniert, erläutere ich jetzt an meinem Taschenrechner, dem Casio FX 991DEX. Jeder Taschenrechner wird anders in den komplexen Modus gebracht. Bei dem Casio hier geht das so: Menütaste drücken, es erscheinen im Display verschiedene Optionen. Die komplexen Zahlen stellt man mit der Taste 2 ein. Ich addiere jetzt die Vektoren, die ich gerade an der Tafel ausgerechnet habe. F1 waren 71,9 mN, also gebe ich 71,9 ein, gefolgt vom Winkelzeichen, das sich über der ENG-Taste, der Engineer-Taste, befindet. Also Shift ENG. Der Taschenrechner erwartet jetzt die Eingabe eines Winkels, hier also 270 Grad. Um jetzt den nächsten Vektor zu addieren, drücke ich Plus und gebe den Betrag von F2 ein: 35,95 mN. Es fehlt noch der Winkel, also Shift ENG für das Winkelzeichen und 45 Grad für den Winkel von F2. Fehlt noch F3, also wieder Plus, 143,8 mN, Winkelzeichen mit Shift Engineer, dann den Winkel von 0 Grad. 0 heißt hier nicht nichts, sondern ist eine Richtungsangabe, muss also eingegeben werden. Die Gleichheitstaste bringt die x-Komponente der resultierenden, 169 mN. Wollte man die y-Komponente wissen, braucht man nur nach rechts zu scrollen. Kennzeichen für die y-Komponente ist das kleine i am rechten Ende der Zeile. Alternativ kann man sich auch den Betrag der resultierenden und ihre Richtung anzeigen lassen. Bei diesem Taschenrechner geht das etwas umständlich über die Optionstaste oben links. Runterscrollen, im Display erscheint jetzt erstmal beide Alternativen. Neben der 1 ist mit R der Betrag und nach dem Winkelzeichen mit dem griechischen Buchstaben Theta der Winkel gemeint. Darunter bei 2 ist die Normalform gemeint. Das kleine a steht für die x und das kleine b für die y-Komponente. Diese Darstellung hatten wir gerade schon. Wir brauchen die obere Darstellung, die sogenannte Exponential- oder Polarform. Also die 1 tippen, Gleichheitszeichen und voilà, die resultierende aus den 3 Einzelkräften ist eine Kraft von 175,5 mN. Weiter nach rechts scrollen liefert deren Richtung, minus 15 Grad. Insgesamt also schieben die 3 Ladungen die Ladung q mit 175,5 mN in Richtung 4 Uhr.